So, guten Morgen Leute. Es ist kurz vor 7 und jetzt schauen wir mal raus, wie das draußen so ausschaut. Gucken wir mal. Noch ein bisschen neblig und da hinten sind schon ein paar auf. Da schauen wir jetzt mal hin. So. Oh, also ich hab sehr gut geschlafen, muss ich sagen. Ich war todesmüde gestern, also ich glaube, ich bin um 8 Uhr ins Bett. Und jetzt haben wir 7, das heißt mal 11 Stunden durchgeschlafen. Das heißt, heute habe ich viel Energie. Oh yes. Boah, und wie geil. Schaut euch das mal an. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie war die erste Nacht am Fluss? Sehr gut. Und feucht. Good morning. Morning. Oh, Tee ist auch schon ready. Good morning. Und gekocht wird hier drüben auch schon. Good morning, Good morning, sir. Good morning. Sleep. Yeah, very well, very well. 11 hours in a row. Hello. Good morning, Hunter. All good? All good, all good. Did you sleep good? Yes, all good. Boah, also man muss es doch echt sagen, was ist das für ein krasser Luxus. Ich meine, jetzt sind wir hier irgendwo im hintersten Himalaya-Gebirge, keine Ahnung. Und da stehst du in der Früh aus dem Zelt auf und dann ist das Feuer schon an, es gibt schon einen Tee, das Frühstück wird schon zubereitet. Und das Einzige, was man machen muss, ist irgendwie sich anzuziehen, sein Zeug irgendwie zusammenzupacken und der Rest wird eigentlich für einen gemacht. Also ultra entspannt. Ja, das heißt, man schnappt sich jetzt den Kaffee und setzt sich erstmal wieder hier ins Feuer. Also, let's go. All right, good morning. How's everybody doing? Good. So after we are done everything, we're gonna do this part every day before we leave. This is called a health check, okay? What you're gonna say simply your mental health, your physical health, what you had expected and now what you are like looking forward for, okay? Simply I will say like mentally I'm 98, physically 100. So all over I'm 99. I'm very excited. Mentally 100, physically 100, all over 100. Nice. All over 90%. 90. I'm also both 90%, so it'll be a good day. Sweet. Yeah, probably physically 85, mentally probably about 90, so pretty stoked, looking for a good day. Yeah, likewise. Physically 85, mentally 85. Excited. Okay. Mentally 12. Doing good. 98% of both Yeah. hours. Mentally 100%, physically 85. From me, everything 100, and I miss you. For me, mentally 100%, physically 90, but I'm looking forward for the day. Yeah, for me, for sure, 100%, both mentally and physically, I'm ready to go. Yes. 99.9% overall. Yeah, overall. Physically 100, mentally 100, or over 200. Yay! All right, team. You can have your one straight for another 5 minutes, and then we will hit the river. Okay? Yo. Stretching. Yeah. So, wir sind ready to go
Parkrafts sind aufgeblasen. Ganz hinten die fetten Rafts sind beladen mit der ganzen Ausrüstung. Alles ist aufgeräumt. Das Team ist auch ready. So, das heißt heute Tag 2 auf dem Canali River. Und laut Guide sind wir heute wieder 6 Stunden auf dem Wasser. Mit einigen Stromschnellen, nach nepalesischen Verhältnissen wieder 2+. Das heißt, es wird wieder gut sportlich. Und ja, es gibt natürlich auch eine Lunchbreak dazwischen. Und genau, und dann suchen wir uns abends natürlich wieder ein Camp für die Nacht. Also es wird heute wieder ein traumhafter Tag. Bin mega excited und ja, ich will los. Also macht richtig viel Bock hier. Also, let's go! Ja, die Wellen werden größer und größer, die Löcher werden größer und größer, die Wucht wird immer mehr und mehr, aber es macht richtig viel Bock. Aber man muss schon ganz schön arbeiten, das ist richtig krass. Also, die nächste kommt, weiter geht's. Es geht gemütlich so dahin und dann ab und zu überrascht dann irgendwie so eine Stromschnelle doch immer wieder. Und ja, diese einfachen, ich sag jetzt mal Kiesbankschwelle, die man so in Deutschland oder Österreich gewohnt ist, die haben halt hier irgendwie eine ganz andere Wucht. Also das ist schon echt eine ganz schöne Kraft, die da hinter den Wellen und hinter den Löchern steckt. Also ich bin gespannt, wie es so die nächsten 6-7 Tage noch wird bei dem Flow, aber auf jeden Fall macht es richtig viel Spaß und ja, super Truppe, auch mit den Safety Kayakern so, auf die kann man sich echt gut verlassen und so, die geben die richtige Linie vor und ja, es ist einfach relaxing und Abenteuer in einem, also Hammer, mega geil. So, nächste Rapid kommt, weiter geht's.
Da kommt was Großes auf uns zu. Oh, fuck. Scheiße, jetzt 2 Schwimmer hintereinander. Beim ersten war ich einfach zu untätig, also ich hätte einfach viel mehr paddeln müssen, beziehungsweise halt dieser fetten Walze in dem fetten Loch ausweichen müsste. Ja, und jetzt beim zweiten Mal war ich einfach von dem, bei dem Gepäckraft viel zu nah dran und habe irgendwie die Welle irgendwie nicht falsch eingeschätzt. Auf jeden Fall mache ich das nicht nochmal, so knapp hinter dem Raft herfahren, weil das siehst du einfach nichts. Da siehst du nicht so genau, was auf dich zukommt, und vor allen Dingen bremst es immer sauer ab und dann muss man selber abbremsen. Dann kommst du voll aus dem Takt. Also, 2 Schwimmer, gut selbst gerettet. Nächste Stromschnelle kommt, weiter geht's. Fast. Ja! Ja. So, jetzt ist Lunchbreak. Sind jetzt eben für gut 2,5 Stunden sind wir jetzt schon gepaddelt. Jetzt gibt es eine kleine Stärkung, kleine Mahlzeit. Und dann geht es nochmal gute 3 Stunden wahrscheinlich, vielleicht sogar 3,5, wenn es lang dauert, 4 Stunden auf diesem wunderschönen Canali-Fluss zu unserem Camp 2. Genau. Also, Hunger haben wir. Es kann losgehen in die zweite Runde. Also wir haben so 3,5 Stunden, 4 Stunden vor uns. Und die Guides meinten, ja, heute kommen noch 2 Rapids. Aber wir hatten ja heute schon 2 Rapids oder schon mehrere Rapids. Nee, heute kommen 2 richtige Rapids. Also und danach campen wir erst. Also das heißt, heute gibt es noch richtig krass Action. Also, let's go. Hello.
So. Also laut den Guides verlassen wir jetzt die Zivilisation. Also es waren ja immer noch so ein paar kleinere Dörfer oder auch die Straße ging ja neben dem Fluss entlang. Und ab jetzt sind wir anscheinend komplett off. Also das heißt für die nächsten 7-8 Tage keine Zivilisation mehr und komplett auf uns alleine gestellt. Das heißt, auch wenn jetzt hier irgendwie was passieren sollte, das heißt, Hilfe kommt sehr schnell, oder nee, nicht sehr schnell, kommt erstmal längere Zeit nicht. Das heißt, wir müssen uns selbst irgendwie versorgen. Das heißt, ab jetzt wird es hier nochmal eine Stufe abenteuerlicher. Also, let's go into the wild. Da vor dir auch noch, Tommy. Da sitzt eine Horde Affen auf dem Felsen. Hey. Ja. Hey, Buddy. Crazy. Alter Vater, hä? Die haben ja auch immer eine Wucht, diese Wellen. So. Also hier ist unser zweites Camp. Sieht gut aus. Ja, ich denke mal, hier können wir auf jeden Fall schöne Nacht bleiben. Haben wir hier schöne Ebene da hinten und das Geile ist, da in dem Tal, da kommt jetzt gleich noch hier die Sonne ums Eck. Das heißt, wir können unser Zeug trocknen und haben noch ein bisschen Sonnenschein. Hammer. Cooler Platz. Also, bauen wir alles auf. Los geht's. Oh man. Yes, Fisher. Thank you. Yeah. Oh fuck. It's so heavy, yeah, leck. Okay, Brennholz haben wir heute auch schon dabei. Läuft. Alright. Alright. Looking out the street there, sir. Yep. So where's the kitchen? There's the kitchen? Yep. Okay.
So, also was haben wir hier? Krabbenchips. Oh. Addictive. Please see you. Thank you, sir. That's how you make a friend famous. So, und wenn ihr euch fragt, wo kriegen wir unser Trinkwasser her auf diesen 8 bis 9 Tagen? Also wir trinken nicht direkt aus dem Fluss, denn das ist auf gar keinen Fall zu empfehlen, denn ihr wisst ja, hier in Nepal gibt es jetzt nicht so viele Kläranlagen und hier landet halt alles im Fluss. Also komplette ganze Abwasser, die Leute waschen hier drin, der ganze Müll natürlich, die ganzen Fäkalien, auch natürlich ein bisschen von der Landwirtschaft. Das heißt, wir können das Wasser hier nicht so trinken. Deswegen haben wir hier 2 fleißige Helfer, die hier mit einem Filter jeden Tag diesen Kanister hier einmal voll machen mit Trinkwasser. Und die 2 haben super viel Spaß dabei. Und daher bekommen wir unser Trinkwasser und ja, das machen wir jeden Tag mindestens einmal, wenn nicht sogar öfter. What does it mean? So, Camp ist fertig aufgebaut. Gab schon eine kleine Vorspeise und zwar Suppe und natürlich Tee und Kaffee, jeder der wollte, und auch geil diese Krabbenchips-Halter. Man kann es nicht zu Tode fressen. Ja, ein kleines Resümee an Tag 2. Also war heute auch wieder zum einen natürlich landschaftlich wieder sehr, sehr schön und ein paar Stromschnellen hatten es natürlich wieder schon ganz schön in sich. Also ich weiß, die Wellen schauen natürlich im Video immer deutlich kleiner aus, wie sie dann letztendlich in Real Life sind. Aber ja, war super geil. Die 2 Schwimmer von mir, die waren eigentlich super unnötig. Also eigentlich hätte ich beide Schwimmer easy vermeiden können. Aber irgendwie war ich heute zu passiv. Ja, weiß auch nicht. Also ich hätte mit einem schönen Paddelstütze hätte ich beide Schwimmer eigentlich vermeiden können. Ja, irgendwie habe ich da ein bisschen geschlafen, weiß auch nicht. Naja, das heißt aber auch für mich, morgen, Tag 3, soll es richtig, richtig spannend werden. Das heißt, ich kann da nicht mehr so passiv sein, sondern muss richtig schnell sein. Und natürlich, die Linie ist alles. Dann bist du zu weit links, zu weit rechts. Taucht auf einmal irgendwie so ein fettes Loch auf oder eine Riesenwalze, keine Ahnung. Da muss man schon echt aufpassen. Ja, und laut Guides meinten die, ja, morgen könnte es sein, dass da ein paar Stromschnellen sind, die man mit dem Packraft eher nicht befahren sollte, weil die einfach zu heftig sind. Das heißt, vielleicht switche ich morgen auch etappenweise mal auf einen Raft um. Mal gucken. Ich glaube, das ist auch ganz spannend, vor allen Dingen, wenn da so riesen Wellen sind und man mit so einem Raft da durchbrettert. Aber schauen wir mal, jetzt genießen wir den Abend, lassen wir den Tag noch schön am Lagerfeuer eben ausklingen. Da hinten brennt schon das Feuerchen. Und genau, dann gucken wir mal, was es heute noch zum Abendessen gibt. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn wir am Tag 3 sind. Und ich glaube, morgen legen die Stromstellen auf jeden Fall nochmal eine Schippe oben drauf. Also, das wird richtig krass. Also, so, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.